Ja, und auch heute gibt es noch mal ein Wochenfazit. Und zwar zur Karwoche 2022, zweite Aprilwoche. Und wir fühlten uns in dieser Woche wieder etwas zurückversetzt in die Anfänge auch von Weekview. Man kann es auch mit EA schreiben, Weekview. Und das Ziel war ja immer, eben Persönlichkeiten heranzubilden. Hallo. Und die Arbeit nicht nur einfach als Arbeit zu sehen, wobei das natürlich auch hier entscheidend ist, ja, was zu leisten. Aber das erste Ziel war immer, Persönlichkeiten heranzubilden, aus schwachen oder elenden Helden zu machen. Und deswegen heute nochmal, oder diese Woche war eben nochmal unter diesem Motto Füreinander, Miteinander. Vor dem Miteinander braucht es immer dieses Füreinander und diese Sicht, dass es um mehr geht, als irgendetwas zu produzieren. Produktivität besteht eben nicht darin, nur möglichst viel Output zu haben, sondern dass sich mein Herz verändert, dass sich meine Persönlichkeit verändert, dass ich ehrlicher, klarer, reflektierter, aber auch leistungsfähiger und authentischer werde und dass wir uns gegenseitig dabei eine Hilfe sind. Und dazu braucht es eben verschiedene Tools und dafür braucht es auch verschiedene Voraussetzungen. Und da denkt man insbesondere jetzt natürlich an Karfreitag dran. Es braucht einen Sinn im Leben. Es braucht jemand, der mich liebt, der mir Bedeutung gibt, der mir sagt, ich darf sein, ich soll mich einbringen und es gibt einen guten Plan für mein Leben. Und so stand eben unser Werk von Anfang an auf diesen 3 Säulen. Erstens einen Sinn zu geben, zu haben. Zweitens das Ganze auf Beziehungen zu Menschen zu gründen. Und drittens braucht es eben das Tool der Arbeit. Das heißt, ich muss irgendwo eine Infrastruktur haben, wo die Gaben, wo die Persönlichkeit zum Leben kommt oder eingesetzt werden muss. Und die Arbeit, ob körperlich, vor allen Dingen natürlich körperlich ist eine große Hilfe, aber auch geistig, auch zwischenmenschlich, so viele Dinge, die hier geschehen können, die wir ja hier als Weekview genießen, Kundenkontakt und was machen, was entwickeln, was neu entwerfen, kreativ sein. All diese Dinge sind eine perfekte Möglichkeit, nicht nur irgendetwas zu produzieren, irgendwie ein Geschäft zu machen, sondern sind eigentlich da, um unsere Persönlichkeit voranzubringen. Und das waren eben die anfänglichen Dinge, die uns bewegt haben oder die mich jetzt bewegt haben, auch die Firma zu gründen. Und unter dem Motto Schwache zu Helden machen, eben das so ganz praktisch zu erleben. Und da sind wir eben immer noch dabei. Und deswegen ist auch jetzt gerade wieder das so aufgekommen. Das hat sich ja nicht irgendwie verändert, auch nicht, dass man irgendwie drüber steht, dass irgendwie alles klar ist, sondern wir brauchen uns immer noch und es gibt immer wieder neue Dinge oder auch wieder die alten Dinge, die hier hervorkommen. Füreinander fordert etwas von uns, ja. Und wir haben in dieser Woche öfters über diesen Satz nachgedacht: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Und da passiert was und da muss was passieren an diesem Weizenkorn. Es muss nämlich, erstens man muss in die Erde fallen, da ist mal dunkel, das sind halt auch schwierige Zeiten. Da knabbert dann sozusagen die Feuchtigkeit,
die knappert und die Kälte vielleicht auch, die knappert an einem. Aber das ist nötig, damit eben die Schale weich wird, damit das damit das Weizenkorn dann aus sich herausgehen kann und in Verbindung treten kann mit der Umwelt, mit der Erde drumherum, sodass letztlich aus dieser die Möglichkeit besteht, vom Erdreich eben Nährstoffe und Wasser aufzunehmen. So entsteht dann dieser Weizenhalm. Und es ist ja ein Wunder an sich, aber genau dasselbe Prinzip ist auch für uns Menschen relevant. Das heißt, erst wenn wir bereit sind, auch unsere Schale mal hier, sag jetzt mal, durchbrechen oder aufweichen zu lassen, sag's mal so, auch ehrlich zu werden, einfach auch uns mehr zu hinterfragen, über sich selber nachzudenken. Erst dann fängt an, etwas zu passieren in einem. Erst dann wird man fähig, füreinander da zu sein. Ansonsten kann man vielleicht reflektieren, kann man jemandem was zurückgeben, aber das, was der andere braucht, ist ja mehr als nur einfach eine theoretische Analyse des Zustands, in dem ich mich befinde, sondern es geht ja darum, dass er mir ein Stück von sich gibt, und das geschieht ihm, wenn man in die Erde fällt und ja, sein eigenes Ich einfach da ein bisschen in die ein bisschen zurücksteckt und versucht, den anderen zu verstehen, mitzufühlen und nachzudenken, was denn eigentlich das Problem sein könnte. Und so war es eben jetzt auch mit ganz verschiedenen Gesprächen, die eben in die Tiefe gingen und die uns, hoffe ich, einfach geholfen haben, hier Veränderung in unserem Leben zuzulassen. Und erst danach ist es so wirklich dann möglich. Man kann eben auch schlecht mit einer unguten Stimmung arbeiten oder in einem eigentlichen Zwist oder wie eben oft Besprechungen stattfinden, dass sie eigentlich rein intellektuell irgendwie, dass man Argumente austauscht und miteinander streitet, aber in Wirklichkeit weiß man, innerlich ist man irgendwie verstritten und kramt dann irgendwas raus, was im Grunde genommen eigentlich völlig unsinnig ist, was man auch genau weiß, aber man will eben dem anderen eins reinwürgen, und das ist halt für einen kreativen Prozess oder für eine wirklich schwierige Aufgabe absolut kontraproduktiv. Also ohne Füreinander gibt es kein Miteinander. Und das Lustige war, also es waren ja nur 4 Tage, das Lustige war, wir haben alle unsere Wochenziele trotzdem erreicht, obwohl viele Gespräche waren, obwohl manches anders gelaufen ist. Und wir lieben das, dass wir eben auch diese Möglichkeiten, auch diese Freiheit haben, dass wir einfach sagen, ja okay, jetzt ist mal das dran, und dann nehmen wir uns eben dafür Zeit oder nehmen wir uns eben Zeit füreinander. Und das war gut, ja, es war wirklich gut. Wir hatten viel Besuch auch und sehr erbauliche Gespräche, und wo wir auch merken, es ist einfach was in Bewegung, es ist Offenheit da, es ist Fokussierung da, dass man sagt, so, und das muss jetzt und will ich jetzt wirklich anders machen. Und ja, in diesem Sinne einfach noch eben dieser Hinweis, dass jetzt ja Karfreitag ist und dass es damit begonnen hat, und das ist eigentlich unsere ganze Motivation hinter dem Ganzen,
dass es damit begonnen hat, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und dass er uns zuerst geliebt hat, ja, dass er zuerst der Mutige, der Tapfere war, der all der religiösen Macht, der irdischen Macht widerstanden hat, aber nicht in der Weise, dass er gekämpft hat, sondern in der Weise, dass er sich in ihre Hand gegeben hat, dass er sich hat kreuzigen lassen, dass er von der Wahrheit Zeugnis abgelegt hat. Ja, ich bin's, ich bin der Sohn Gottes. Und, aber er hat nicht gekämpft hier, weil sein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst hätte er natürlich gekämpft, aber sein Reich ist von einer anderen Welt und er weiß, er hat ihnen gesagt, ich werde wiederkommen, ja, und ich werde hier alles, ich werde hier mein Reich, mein gerechtes, wirklich gerechtes Reich aufrichten. Und das ist dieser Sieg vom Ostersonntag, den wir bald feiern und ihn bejubeln werden. Und das ist auch, was uns natürlich motiviert, auch in der Arbeit, auch durch manche Sachen durchzugehen, auch vor allen Dingen zu wissen, der Herr hat unsere Schuld getragen. Das ist so ganz zentral, elementar. Was würde ich denn tun, wenn ich nicht wüsste, dass mir vergeben wird? Dann könnte ich ja diese Dinge gar nicht zugeben oder ich könnte sie ja gar nicht zulassen. Ja, so und so war ich. Es ist so gut zugeben zu können, ja, ich habe hier wirklich gesündigt, aber der Herr Jesus hat sein Blut für mich vergossen und er hat meine Schuld gesühnt. Das ist die Basis irgendwie auch von diesem Füreinander-Dasein und das Füreinander-Dasein, die Basis für das Miteinander-Kämpfen. Ja, in diesem Sinne verbleibe ich, euer Nikolaus Obersteiner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.